Meine Damen und Herren, aus dem Studio Lately Show in Berlin, das sind die Lately Ho-Ho-Ho News. Alles andere da draußen sind nur Fake Ho-Ho-Hos. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Dass Spiele auf den Smartphones immer erfolgreicher sind, kann kaum einer mehr bestreiten. Und gerade für viele ist auch heute immer noch Pokémon Go die mit Abstand beliebteste App auf dem Markt. Diese ist sogar schon so beliebt, dass immer mehr User freiwillig Geld ausgeben, um noch schneller Pokémon zu jagen. Und so hat Pokémon Go dieses Jahr einen Bruttoumsatz von 3 Milliarden US-Dollar erreicht. Was wiederum mehr ist als das Bruttoinlandsprodukt von Gambia, wo die Kinder gerade leider keine Zeit haben, um auch Pokémon Go zu spielen, weil sie mit Verhungern beschäftigt sind. Nichtsdestotrotz versucht nun auch Santa Claus persönlich an dem Hype mitzuverdienen mit seiner eigenen App Santa's Little Helpers Go, bei der man weltweit die Helfer von Santa jagen und fangen kann. Komisch ist nur an der App, dass man diese dann wieder automatisch an Santa zurückschickt. Und dass die Helfer alle eher aussehen, als seien sie gerade selber aus einem Gefängnis entflohen. Und warum fängt man sie nicht mit Kugeln ein, sondern mit kleinen Gulags? Egal. Bochum. Gerade zur Weihnachtszeit quillt das virtuelle Postfach meistens aus allen Nähten. Dank der vielen Weihnachts-E-Cards und den unzähligen Bestellbestätigungen vom virtuellen Weihnachtsmann, aka Amazon, aka der arme DHLer, der das bestellte Klavier alleine in den 28. Stock tragen muss. Aber genau diese Flut von Mitteilungen ist auch ein beliebtes Ziel für sogenannte Phishing-Mails. Diese sind aktuell gefälschte Weihnachtsbestellbestätigungen, die einmal angeklickt, dann auf eine Seite weiterleiten, damit dort die Ersteller der Mail an die Login-Daten des Kunden kommen. Zum Glück werden diese E-Mails aber meistens vom Spam-Filter des E-Mail-Anbieters herausgefischt. Auffällig ist nur, und davor warnt speziell die Bochumer Polizei, eine neue Art von Phishing-Mail, die direkt von Santa Claus stammt, also vom echten Santa Claus vom Nordpol. Die Bochumer Staatsanwaltschaft hält dies für eine verzweifelte Aktion von Santa Claus, weil er sich vollkommen verschuldet hat, wegen all der Gewerkschaftszugeständnisse, die er an seine Rentiere machen musste. Und nun so hofft, an ein bisschen Schotter für die Zeit nach dem 24. zu kommen. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Köln, also das im Ausland. Ordnung ist das halbe Leben, dachte sich vermutlich auch die Asservatenkammer in Köln. Also warum nicht einfach mal die andere Hälfte vom Leben auskosten? Und so verschwinden weiterhin unzählige Beweise in der Kölner Asservatenkammer oder können einfach nicht gefunden werden. Aber der Kölner an sich ist ja nicht auf den Kopf gefallen, wie die in Düsseldorf, und so hat sich gerade zur Weihnachtszeit ein neuer Trend in den Gerichten etabliert. Denn wenn es wieder einmal bei einer Verhandlung an den Beweisen hapert, dann schicken die Richter einfach einen ihrer Gerichtsdiener in die Asservatenkammer, um sich wahllos mehrere Beweise zu greifen und diese dann in einen Weihnachtssack zu stopfen. Damit dann der Richter sagen kann: Leute, ihr wisst, was es ist Zeit für Beweise Julklapp. Also, was werde ich wohl in meinem Weihnachtssack finden? Den entscheidenden Beweis für deine Unschuld oder wieder nur ein blutiges Messer? Und so kam es, dass der Geschäftsführer von Sat.1 zu 60 Jahren verurteilt wurde. Nicht etwa wegen dem Beweis Julklapp, sondern einfach wegen dem Scheißprogramm bei Sat.1. Grönland. Auch wenn dies gerade die schönste Zeit im Jahr ist, kann sich Donald Trump im Moment kaum vor tollen Geschenken verstecken. Hier ein hochwertiges Impeachment, dort in der Socke der Mueller Report und da hinten die Route von Melania. So verwundert es niemanden, dass Donald schon an seine Zeit nach dem Weißen Haus denkt und den 60 bis 80 Jahren Zuchthaus und immer wieder über einen Ankauf von Grönland sinniert. Oder wie auch immer Sinieren in dem orangen Medizinball aussehen könnte. Und wer wohnt wohl am Nordpol? Genau, scheiß viele Eisbären, die nur darauf warten, dir den Kopf abzubeißen. Und natürlich Santa Claus, der auch nur darauf wartet, dir außerhalb der Geschäftszeiten den Kopf abzubeißen. Denn Pennywise ist ja bekanntlich sein Neffe. Von daher meinte nun Santa: Okay Donald, ich habe den Wink verstanden, aber ich kann und werde nicht deine Wunschliste abarbeiten. Wofür brauchst du bitte schon eine 4. Ehefrau, wenn du die 3 davor schon nicht befriedigt hast? Ach so, grüß bitte deine Frau und meinen Sohn von mir. Noch zum Abschluss: Das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das So schmeckt Weihnachten Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing So schmeckt Weihnachten Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News.
Vorab muss ich sagen, dass mein Weihnachten bisher echt schlecht war. Zwar ist faktisch gesehen ja heute noch gar nicht Weihnachten, aber trotzdem habe ich bei meinen Eltern alle Steine einmal umgedreht, um meine Weihnachtsgeschenke vor Weihnachten einmal gegen zu checken. Gerade damit meine Eltern noch Zeit haben, diese zurückzugeben und eine 5. Hypothek auf das Haus aufzunehmen. Neben den 18, die ich schon darauf laufen habe. Aber die Geschenke, die meine Eltern für mich planen, sind echt sowas von peinlich. So peinlich in etwa, wie wenn Eltern zu Weihnachten die gleichen Pullover tragen und du dir nichts sehnlicher wünschst, als das Lindbergh Baby zu sein. Also tot. Aber immerhin fand ich in der Kiste mit Tittenheftchen meiner Mutter eine Ausgabe des So schmeckt Weihnachten Magazins. Und ja, es war immer noch besser, als wenn mein Vater den Entenbraten seit 5 Tagen im Ofen verbrannt hat. Deshalb seid trotzdem gewarnt, So schmeckt Weihnachten Magazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du liegst wieder in der Kiste mit den Tittenheftchen meiner Mutter. Das waren die Lately Ho 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 News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake Ho Ho Hos.